Miami-Filme sehen wenigstens halb so gut aus. Moment mal. Er verkauft einen Travel Guide für diese Tour? Hä? Ist der doof? Damit könnte das doch jeder machen. Moment. Ich könnte es machen. Nein. Ich sollte das machen. Aber sind die Pyrenäen nicht ziemlich anspruchsvoll? Vielleicht sogar gefährlich? Na, das kann schon schief gehen. Several days later.
Okay, wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, fragt ihr euch vielleicht, ob der unerfahrene Anfänger die Pyrenäen problemlos überstanden hat. Nun, die Wahrheit ist, nicht wirklich. Ich habe euch in dem Video bewusst nur die guten Dinge gezeigt, das was funktioniert hat. Deshalb hier noch ein kurzer Einblick, wie die Reise eigentlich geplant war und was unterwegs wirklich noch passiert ist. Harmon, der den Travel Guide geschrieben hat, hatte für die Tour durch die Pyrenäen eigentlich 6 Tage vorgesehen. Im Prinzip wollte ich die Tour genauso nachgehen wie er, nur wollte ich nicht im Zelt, sondern in Berghütten übernachten. Deshalb waren auch meine Tagesetappen etwas anders aufgeteilt. Der erste Tag lief noch genau wie geplant. Ich ging durch den Nationalpark in der Nähe von Odessa auf der spanischen Seite der Pyrenäen. Der Nationalpark und insbesondere das Tal an dessen Ende sind extrem schön. Und ich kann jedem nur empfehlen, dort wenigstens einmal im Leben hinzugehen. Ich übernachtete im Refugio Goris. Es war meine erste Übernachtung auf einer Berghütte und durch die vielen Schnarcher im vollbesetzten Mehrbettzimmer konnte ich nicht wirklich richtig einschlafen, trotz Ohrstöpsel. Entsprechend zermatscht war ich am nächsten Morgen. Außerdem startete ich kurz nach Sonnenaufgang, denn mir war klar, dass dieser Tag besonders lang und anstrengend werden würde. Zu dieser Zeit verspürte ich bereits ein leichtes Stechen in der Brust, was vermutlich an der Höhe von bereits über 2000 Metern lag. Es war das erste Mal für mich, dass ich in einer solchen Höhe unterwegs war. Als erstes sollte es zum Monte Perdido gehen, dem dritthöchsten Berg der Pyrenäen, mit 3355 Metern. Und ich kann ohne Übertreibung sagen, dass dies das mit Abstand körperlich anstrengendste war, was ich je im Leben gemacht habe. Der Weg nach oben war zwar nicht übermäßig gefährlich,
aber spätestens als es an den letzten Anstieg über dieses riesige Geröllfeld ging, wurde es extrem anstrengend. Mit jedem Schritt, den man nach oben ging, rutschte man wieder einen halben Schritt nach unten. Es war ein richtiger Kampf bis nach oben. Oben war es dann leider relativ diesig. Ein erhabener Moment wie die Sonnenaufgangsszene in Hamons Film war es leider nicht. Also ging es bald wieder nach unten zurück zu diesem kleinen Bergsee. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits gut erschöpft, doch es stand noch ein großes Stück bevor. Es ging über den nächsten steilen Anstieg weiter über diese Gletscherfläche hier und schließlich zum vielleicht größten Hindernis dieser Tour, einer vertikalen, ca. 20 Meter hohen Felswand. Hamon ist diese Wand einfach mit seinen bloßen Händen hinuntergeklettert. Ich habe mir für diesen Zweck extra ein Seil zugelegt, um mich möglichst langsam und sicher abzuseilen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass ich keinerlei Klettererfahrung habe und sich niemand ein Beispiel an meiner dilettantischen Herangehensweise nehmen sollte. Letztlich habe ich es aber heil hinuntergeschafft. Selbiges kann man leider nicht über mein Stativ sagen. Da man zum Klettern freie Hände braucht, habe ich versucht, das Stativ alle paar Meter nach unten in eine Felsspalte zu werfen, so damit es stecken bleibt, ähnlich wie Hamon das getan hat. Naja, was soll ich euch sagen? Ich habe zu weit geworfen. Leider habe ich die Szene nicht auf Film, aber das Stativ fiel ca. 10 Meter, schlug auf einem Felsvorsprung auf, der Kugelkopf zerbarst in 1000 Teile und der Rest des Stativs fiel nochmal genauso weit, bis er am Boden zum Liegen kam. Unglaublicherweise hat das Stativ, stark verbogen und lidiert, irgendwie überlebt. Aber ohne den Kugelkopf war das Filmen nun erstmal deutlich schwieriger für mich, weshalb ich auf meine Backup-Kamera wechselte, damals noch die Osmo Pocket 2, die aufgrund des eingebauten Gimbals quasi ihren eigenen Kugelkopf mitbringt. Einige Stunden später bin ich zu diesem Stausee gekommen, inzwischen schon merklich ausgelaugt und nur noch mit wenig Zeit bis zur einsetzenden Dämmerung. Das letzte Stück rauf zum Refugio war nochmal sehr steil und gefährlich. Mit dem letzten Rest Licht kam ich in der Selbstversorgerhütte an. Völlig erschöpft lag ich mich in eins der Betten und versuchte einzuschlafen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, fühlte ich mich hundsmiserabel. Mein Unwohlsein der letzten Tage hatte sich durch die Strapazen und die kurzen Nächte zu einem Fieber weiterentwickelt. Ich machte mich auf den Weg hinunter zur französischen Seite der Pyrenäen, wo ich ein Hotelzimmer in einem Dorf gebucht hatte. Der Weg runter von der Schutzhütte war tatsächlich der Teil, der mir am meisten Angst bereitete. Es war unglaublich steil und man musste ständig aufpassen, nicht auf den losen Stein auszurutschen und hinunterzufallen. An dieser Stelle ist auch erneut mein Stativ umgefallen, diesmal leider mitsamt der darauf befestigten Kamera, und beide schlugen hart auf einem Stein auf. Leider hat es dabei die kleine Pocket völlig zerstört, die Linse ist völlig zersplittert. Der restliche Weg war vergleichsweise einfach, doch durch meinen Zustand und die heißen Temperaturen an dem Tag fiel mir das Gehen zunehmend schwieriger. Ich filmte so gut es ging weiter mit der großen Kamera, mit dem lidierten Stativ war es schwieriger, doch mit etwas Improvisieren ging es trotzdem. Am späten Nachmittag kam ich endlich am Hotel an, ursprünglich wollte ich dort nur eine Nacht verbringen. Doch das Fieber wurde über den Tag immer schlimmer und an ein Weitergehen war erstmal nicht mehr zu denken. An diesem Punkt war meine gesamte Tourenplanung hinfällig. Sämtliche weiteren Berghütten, der Mietwagen und der Rückflug nach Deutschland waren bereits im Vorfeld gebucht und wirklich viel Puffer gab es nicht. Einen Tag aussetzen brachte bereits alles durcheinander. Ich schlief die nächsten 2 Tage mehr oder weniger durch, bis ich mich langsam besser fühlte. Es war klar, dass die Tour nicht wie geplant beenden konnte. Stattdessen musste ich noch irgendwie zurück auf die spanische Seite, nach Odessa, wo mein Mietwagen geparkt war. Dorthin zu kommen stellte sich jedoch als schwieriger heraus als gedacht, denn zwischen den beiden Orten liegt eben jenes riesige Gebirge, welches ich in den letzten Tagen überquert hatte. Eine direkte Straßenverbindung zwischen den Orten gibt es deshalb nicht. Öffentliche Verkehrsmittel, welche die beiden Orte miteinander verbindet, gibt es ebenso nicht. Ein Taxi müsste fast 200 Kilometer fahren und wäre entsprechend teuer. Auch keine gute Option. Ich entschied mich deshalb mit einer letzten langen Tagesetappe auf direktestem Wege zur spanischen Seite zu laufen. Von dort wären es dann nur noch wenige Kilometer weiter bis zum Auto.
Es war ein langes Stück bergauf und nach etwa einer Stunde merkte ich, dass mir das Gehen, besonders bei dem heißen Wetter, immer noch schwer fiel. Am Straßenrand nahm mich dankenswerterweise ein spanisches Pärchen in ihrem Auto mit. Ein gutes Stück den Berg hinauf. Glück für mich, anders wäre es ein extrem langer und schwieriger Tag geworden. Von dort aus verlief der restliche Weg ohne Probleme. Rein zufällig traf ich dann noch auf diese riesigen Geier. Sie zählen zu den größten Vögeln Europas und zogen fast zum Greifen nahe ihre Kreise über mich. Und das letzte Stück nach Odessa nahm ich glücklicherweise nochmal ein netter Spanier mit seinem Auto mit. Und so kam ich glücklich und erschöpft wieder am Ausgangspunkt meines Abenteuers an. So, und jetzt kennt ihr ebenfalls die ganze Geschichte. Danke fürs Zusehen und Zuhören.